Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Das ist ein etwas anderes Intro hier, weil wir einfach verdammt keine Zeit hatten, ein richtiges Intro zu filmen. Und darum seid ihr quasi im laufenden Alltag hier mit dem Intro konfrontiert. Ja. So, was haben wir gemacht? Wir waren auf einer Hochzeit. Ja, auf einer echten amerikanischen Hochzeit, allerdings im Courthouse. Ja, total unromantisch, aber ich habe ein bisschen was gefilmt und ich habe die offizielle Erlaubnis vom Judge gehabt, da zu filmen. Die muss man sich vorher einholen im Courthouse, aber da erzähle ich gleich noch was zu. Und meine Tochter war für euch im Target. Ihr seht, wir waren sehr busy. Wir holen hier alle Ressourcen rein, damit wir euch bespaßen. Und wir waren auf einer Konferenz mit Longhorns, auch ja. Das werden wir kurz zeigen. Und Georgetown werdet ihr sehen. Da sind wir nämlich jetzt und nehmen dieses Intro auf, weil wir einfach verdammt keine Zeit haben. Also viel Spaß bei diesem Video. Die 8 Miles in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Von der Kohle zum Staub, vom Bergwerk zum Wind, Texas ist jetzt hier zu Hause, wo der neue Traum beginnt. Ihr Lieben, ich gehe auf eine Konferenz heute, hier, ganz wichtig, ne? Und die ist Downtown. Und ich bin jetzt tatsächlich zum 3. Parkplatz gefahren, weil der erste wollte $40 haben, der zweite wollte $37 haben. Und da, wo ich jetzt stehe, das ist sogar noch viel näher, kostet es $20. $20 parken, das ist schon eine ganze Menge. I know, aber Downtown Austin für den ganzen Tag, was soll ich sagen, ist halt leider so. Jetzt müsste ich nur noch den Eingang finden von diesem Hotel hier. Ist gar nicht ganz so leicht, weil ich war hier in der Gegend tatsächlich noch nicht ganz so oft. Oder gar nicht. Ihr Lieben, die Konferenz, das ist der X-Day der Firma Question Pro. Da werden wir eingeladen, immer jedes Jahr, also mittlerweile schon zum 3. Mal, weil wir den CEO ganz gut erkennen. Und die Mützen, die ihr da gesehen habt, die haben wir natürlich mitgenommen und die gibt es im Weihnachtsquiz 2025 wieder zu gewinnen. Die packen wir natürlich in die Boxen. Ich erspare euch jetzt die Einzelheiten dieser Konferenz, weil das ist schon sehr fachspezifisch und bestimmt auch langweilig für euch. Aber cool ist, dass die Abendveranstaltung, und die haben tatsächlich 2 Longhorns da in den Garten gebracht und ja, da konnte man sich draufsetzen, konnte man Fotos machen oder die einfach auch nur streichen und anfassen. Sumatra over there. This is Sumatra wrapper. Right. This is Habano wrapper, and that's Connecticut shade. I enjoyed your, yeah. Also, have you ever heard of Chris Root? I've heard of the name, yeah. I think he was a family computer. That's where, yes. Funny enough, the tactics you were talking Willkommen zurück in Downtown. So, die Tina hat ja schon ein bisschen gefilmt von der Konferenz. Das war sehr interessant und ihr habt ja auch gesehen, die haben sogar Longhorns auf die Wiese geholt. Ja. Also mein Witz war ja immer, hey, guck mal, das Essen ist noch nicht fertig, das steht noch da rum. Und wir gönnen uns jetzt noch die zweite Straße hier in Downtown, weil das Essen da gab es aus Plastikboxen und das sah alles sehr lecker aus, ne, nicht falsch verstehen. Aber ich habe irgendwie Hunger auf was Richtiges. Und was Richtiges heißt für uns heute Italienisch. Und auf der zweiten Straße gibt es mehrere gute Italiener. Und da gehen wir jetzt hin und lassen den Abend ein bisschen ausklingen. Und dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. So ihr Lieben, meine Tochter war für euch im Target. Ich habe sie losgeschickt und gesagt, film mal ein bisschen im Target. Die Deutschen wollen immer alle den Target sehen. Target hat ca. 2000 Filialen in den USA und ist bei den Deutschen anscheinend richtig beliebt, denn ihr schreibt mir immer, hey, geh doch mal in den Target, film doch mal, was es da gibt. Also
ich weiß gar nicht, ob das so spannend ist. Ne? Ich will ja jetzt auch nicht die 100. Supermarkt-Videoreihe machen, aber Target hat halt ein paar coole Sachen, wo ich auch gerne hingehe. Ne? Also die Puppen waren übrigens so American Girl abklatsch, ne? Also wer das noch kennt, American Girl war früher mal ein richtiger Hype hier in den USA. Dann hat Mattel die gekauft und dann sind die pleite oder kurz vor pleite gewesen. Da stehen übrigens meine Kinder drauf, ne? Auf diese Lego-Blumen da. Also Lego insgesamt finde ich ja trotzdem sehr cool, ne? Also ihr seht ja im Hintergrund hier, ich habe da immer noch den Ford Bronco von Lego Technik und wenn ich mal Stress habe, dann werde ich den bauen. Das ist so mein Yoga. Ja, hier seht ihr die Preise mal. Ne? Also Elektronik in den USA finde ich nach wie vor sensationell billig. Ich habe aber den Eindruck, dass selbst da die Qualität anders ist als die Elektronik, die ich in Deutschland kriege. Ne? Also wenn ich so einen Samsung-Fernseher habe in Deutschland, das war schon immer gute Qualität, habe ich zumindest so in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Und die Preise waren viel, viel teurer. Hier habe ich den Eindruck, du kriegst einen riesen Samsung-Fernseher für einen Apfel und ein Ei. Aber die Qualität, die ist teilweise unterirdisch. Also nicht vom Bild oder so, ne? Das ist bestimmt super, ne? Aber so von der Verarbeitung, vom Plastik her, was da drum ist, ne? Habe ich schon den Eindruck, das ist irgendwie nicht so richtig, ne? Also Target ist halt nicht bekannt für Lebensmittel, wie ihr seht, ne? Die haben mehr so Non-Food, die haben zwar auch Grocery Das, wir da gleich sehen, ne? Aber Target ist eigentlich mehr so für alle anderen Sachen, die man im Supermarkt nicht kriegt. Aber das ist ein Geheimtipp, ne? Wenn ihr Merch haben wollt, also von den Dallas Cowboys oder den Longhorns oder so, das ist in Target viel, viel günstiger als in den offiziellen Fanshops hier und teilweise auch billiger als im Walmart. Ihr kriegt natürlich immer nicht die neuesten Sachen da, das ist schon klar, ne? Aber mal ganz ehrlich, entweder das ist ein Longhorn-Shirt oder ein Dallas Cowboy-Shirt und das sieht jedes Jahr gleich aus. Die ändern vielleicht ein bisschen die Reihenfolge der Farben und dann war es das. Ne? Kendra Scott ist übrigens hier eine Lokalgranate, die hat mal angefangen mit billigen Schmuck irgendwie zu verkaufen und verkauft jetzt billigen Schmuck für teuer. Ja, Krispy Kreme Donuts ist mein Highlight hier. Und dann natürlich ein bisschen was für die Damen, ein bisschen Self-Care und Schminki. Und dann geht es auch eigentlich schon zur Kasse. Ne? Also ist jetzt nicht, ich als Mann, ich kann mich nicht so lange in so einem Target aufhalten. Das ist mehr so ein Frauending. Ne? Also Tina, die könnte stundenlang im Target verbringen und da sich dumm und dämlich kaufen an den Klamotten. Und das Gefährliche ist, die wechseln auch, also gefühlt wechseln die jeden Tag auch das Sortiment. Machen die nicht, ne? Die räumen immer nur um, sodass wenn du am nächsten Tag kommst, denkst du, oh, das war aber gestern noch nicht hier. Ne? So, und das führt natürlich unglaublich zum Kaufen. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, weil die Nina, so heißt ja meine Tochter, die mit euch hier durchgeht, die ganzen Lebensmittel zeichnet. Ich wüsste nicht, was im Target billiger ist als zum Beispiel im AGB oder im Whole Food. Das kann ich euch nicht sagen. Ne? Aber für so ein paar Impressionen gar nicht schlecht, oder? Also, Target ist auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ihr so Non-Food-Sachen haben wollt. 2000 Filialen gibt es in den USA. Ihr solltet eine finden, die auch was hat für euch. Mein Gott, schweres Deutsch heute, oder? Wir sind mit euch im Standesamt von Bee Cave. Das ist der Justice of Peace Court, also ein Gerichtssaal. Total unromantisch und die Richterin, die war auch sehr begeistert, dass wir als Gast mit waren, weil normalerweise geht das Brautpaar immer dahin, unterzeichnet die Marriage License und geht wieder raus. Am Wochenende machen die auch ein bisschen Shishi drumherum, aber eigentlich ist das ein sehr unromantischer Akt. Die Richterin hat mir ausdrücklich erlaubt zu filmen, was sehr selten ist, denn in amerikanischen Gerichtssälen darf man nicht filmen und darf keine kurze Hose tragen, versteht sich von selbst. Aber die hat sich total gefreut, dass wir da waren und ich bin der Meinung, dass die abends nach Hause geht zu ihrem Mann und sagt, boah, wir hatten eine internationale Hochzeit heute in Bee Cave, denn der Martin hat einen holländischen Pass, die Becca ist natürlich Amerikanerin, Martin hat auch einen US-amerikanischen Pass und dann kommen Tina und André als zwei Deutsche, die das ganze Ding bezeugen und mit den beiden einfach nur feiern wollen. Aber es war trotzdem sehr interessant. Ne? Sie hat uns dann auch ein bisschen was zu dem Gerichtssaal erklärt, ne? Dass zum Beispiel der Sitz, wo sie da sitzt, also dieses Board davor ist kugelsicher, ne? Und
In dem Raum werden auch Criminal und zivile Sachen abgehandelt. Ne? Also sie hat so ein bisschen Drama gemacht, war aber trotzdem sehr schön. Hat dann das Marriage-Zertifikat genommen, hat dann ihren Spruch vorgelesen, ne? Beide mussten dann Ja sagen, mussten unterschreiben und waren dann offiziell verheiratet. Also der Akt an sich, wenn wir nicht da gewesen wären, hätte bestimmt maximal 2 bis 3 Minuten gedauert. Und wir waren schon zu spät. Ne? Also die Hochzeit, die sollte um 2 Uhr sein. Und es gibt in Bee-Cave aber 2 Gerichtsgebäude. Und das eine Gerichtsgebäude ist in der Galeria und das andere Gerichtsgebäude ist 5 Meilen davor. Und wir sind natürlich zu dem ersten gefahren und Martin so, ja, wo seid ihr denn? Ich sage, ja, wir sind hier. Wo seid ihr? Er sagt, ja, wir sind auch hier. Ich sage, gibt's ja gar nicht. So, dann mussten wir schnell noch die 5 Meilen wieder zurückfahren. By appearing before me today, Potentia, with Rebecca, I'm so sorry. By appearing before me today, presenting you with the marriage license that bears both of your names, is it your desire that I complete this license and unite you together in matrimony? Yes. Rebecca, by appearing before me today and presenting you with the marriage license bearing your name, is it your desire that I complete the license and unite you together in matrimony? That by appearing before me and presenting me with the license and bringing with you 2 witnesses, on my authority as a justice of the peace in Texas for Travis County, I happily declare you husband and wife. That's awesome. But a moment for a lifetime of happiness. Yes. Thank you. Would you like? Wir starten mal mit Georgetown im Nordosten. Nordosten? Nordwesten. Ganz im Norden. Nur im Norden. Irgendwo überhalb von Austin. Ungefähr 40 Minuten haben wir gebraucht, oder? Von unserem Zuhause bis hierhin. Georgetown. Ein ganz, ganz süßes Städtchen. Und irgendwas ist heute los. Ich weiß nicht was. Wir gucken uns das mal an und gehen mit euch hier rum. Und ihr kriegt ein paar Impressionen von Georgetown, Texas. Jo, Kinders, also wir mögen Georgetown tatsächlich sehr. Das ist wirklich ein wunderschönes Städtchen. Ich glaube, die haben so 79.063 Einwohner. Klingt jetzt nicht geschätzt, ne? Und liegt tatsächlich ein bisschen nördlich von Austin, also noch über Round Rock und ist auf jeden Fall eine Reise wert. Also wenn ihr mal in der Gegend seid, solltet ihr auch mal ein paar Stunden in Georgetown verbringen. Einfach ins Navi Georgetown eingeben, denn die Stadt ist aufgebaut wie viele texanische Städte. Also in der Mitte gibt es einen großen Platz, wo das Rathaus draufsteht. Und um das Rathaus herum im Viereck befinden sich viele kleine Boutiquen, viele kleine Wineries, die Tina ja so gerne mag. Ist halt auch wirklich gemütlich, ne? Und das macht einfach Spaß, ne? Auch viele Cafés. Ich treffe mich tatsächlich ab und zu auch mal da mit Menschen zum Netzwerken in so einem Café. Das macht schon Laune da. Also wir hatten jetzt leider Pech oder Glück, je nachdem, wie ihr das seht. Denn an diesem Tag war Oktoberfest. Und Oktoberfest ist jetzt nicht so ein Oktoberfest, wie ihr vielleicht im Kopf habt mit München und hoch die Tassen. Natürlich wird es gesponsert von Shiner Bock, das die Texas Biermarke hier. Surprise, surprise, das ist das Oktoberfest. Kann man sich ja denken, irgendwie im Oktober. Ne? Also wir haben heute während ich das aufnehme, den 11. Oktober 2025. Es ist angenehme 31 Grad. Und wir sind in Georgetown. Haben wir schon erwähnt, dass wir in Georgetown sind? Wir sind in Georgetown und das ist einer meiner kleinsten Lieblingsstädte hier oben, weil die haben so süße Shops, überall Wineries, ganz tolle Restaurants und das ist einfach so ein zauberhaftes Städtchen. Wir gehen rum und filmen ein bisschen dabei.
Ich habe lange überlegt, ob ich einfach den Film weiterlaufen lassen soll, damit ihr so ein paar auch Geräusche aus Georgetown hört, so ein bisschen Impressionen. Aber ich denke so, der ist ja dann doch langweilig. Ne? Also, ich erzähle ein bisschen was dazu. Dieses Oktoberfest ist eher so ein Handwerksmarkt und ein Markt für lokale Businesses gewesen. Das ist übrigens mir aufgefallen hier. Das wird ganz schön supported. Ne? Also wenn ihr so ein kleines Geschäftchen habt hier und da auf die Marktstände geht, da könnt ihr schon gutes Geld verdienen. Es ist sogar so, dass auf den Marktständen hier auch Metzger sind. Also die stellen dann nicht ihr Fleisch da aus, sondern die verteilen dann Beef Jerky Proben oder sowas und geben dir eine Karte, sodass du das bestellen kannst dann. Und so machen die dann halt auch ihr Geld. Das ist übrigens das Rathaus oder das Gerichtsgebäude von Georgetown. Also ihr seht, das ist immer gleich aufgebaut. Ne? Auch wenn ihr nach Lubbock oder so geht, ne? Die haben auch so einen Marktplatz mit so einem Viereck drumherum, mit 4 Straßen drumherum, wo man laufen kann. Das ist einfach ganz nett. Und wir mögen diese Stadt sehr. Die lohnt sich auch vor allen Dingen zur Weihnachtszeit, denn das ist ganz toll beleuchtet und sieht einfach super aus. Es ist so ein bisschen... Ja, du bist ein bisschen raus aus der Großstadt, obwohl Georgetown natürlich relativ nah an Austin dran ist. Ne? Also ist jetzt nicht mitten auf dem Land. Aber die Leute, die da sind, die sind schon sehr nett, sind vernünftige Menschen, die da wohnen und die Community ist sehr groß da. Das ist übrigens eine Schildkröte hier. Ne? Also da ist so ein Stand gewesen, die haben geworben für Spenden, die helfen dem Wildlife. Und diese Schildkröte hier, ihr wisst ja, Texas ist einer der Staaten, wo man exotische Tiere halten kann, ohne Genehmigung. Also nicht alle ohne Genehmigung, aber die kriegt man sofort. Und diese Schildkröte, die ist von einem Auto überfahren worden und die hat man aufgepäppelt und oben der Panzer, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, der wurde dann quasi zusammengeflickt, weil da fehlte einfach ein Stück von dem Panzer. Und die ist 7 Jahre alt. Ja, Georgetown. Ihr seht, wir gehen Richtung Weihnachten. Also man überspringt quasi Halloween hier und baut schon mal die Weihnachtsdeko auf. Bible Belt. Ich sag nur, wir sind im Bible Belt. Da kriegt man auch schon mal das letzte Abendmahl als Actionfigur. So, und die deutsche Effizienz schlägt zu. Wir nehmen direkt das Extro auf. Und ich schneide das ja so, als ob man das gar nicht merken würde, dass wir Zeitdruck gehabt hätten. Genau. Ja, das muss total entspannt aussehen. Und die Leute denken immer alle, oh, guck mal, das ist ja super professionell gemacht. Also wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß bei diesem Video. Es ist ein bisschen anderes Video, ich weiß. Nächste Woche wird ein bisschen aufregender, dann haben wir ein bisschen mehr zu tun. Wir müssen hier rüber. Und ja, folgt uns auch weiterhin auf diesem Kanal, auf allen anderen Kanälen. Denn wir haben noch einiges vor und da könnt ihr sehr gespannt drauf sein. Ja, ihr Lieben, bis ganz bald. Ciao. Ciao. War schnell jetzt Ende, oder?